Heute zeige ich euch wirklich etwas Wundervolles. Ich habe hier Dinkelmehl, gebe dazu ein bisschen Zucker und füge nun die selbst hergestellte Hefe, das Hefewasser hinzu. Wie ihr diese Hefe ganz einfach selber herstellen könnt, erfahrt ihr oben rechts unter dem i. Guckt euch die Playlist wirklich mal an. Super einfach und ich finde, Backen mit Hefewasser macht einfach Spaß. Ich verrühre jetzt diese Zutaten schön miteinander und ihr habt es am Titel schon erkannt, es gibt heute Hermann den Teig. Und ich kann es euch gar nicht sagen, ich habe damit wirklich nur positive Erinnerungen. Ich weiß aber auch, dass einige von euch ein kleines Hermann-Trauma erlebt haben und das versuche ich jetzt aufzulösen. So, wir haben den Teig jetzt erstmal gerührt. Ich habe morgens gestartet, stelle es zur Seite, der Teig steht warm und am Abend sieht das Ganze so aus. Also richtig tolle Bläschenentwicklung. Also theoretisch könnte man das auch als Vorteig für einen Kuchen jetzt verwenden. Wir machen aber Hermann. So, und im Prinzip ist Hermann nichts anderes als ein süßer Sauerteig. Nicht zu verwechseln mit Lievito Madre, der wird ohne Zucker hergestellt und ist sehr fest von der Konsistenz. Unser deutscher Hermann, der ist genau das Gegenteil. Er ist süß und flüssig. Und für alle diejenigen, die Hermann den Teig noch nicht kennen, den gibt es im Prinzip schon seit den 1970er Jahren, hatte aber einen riesen Hype in den 90ern als Kettenbrief. Ich kenne den noch aus meiner Schulzeit. Da hat man dann so eine Portion Hermann geschenkt bekommen und hat diesen 10 Tage lang gefüttert und gerührt und umsorgt, um dann zum Schluss diesen Teig in 4 Teile zu teilen, 2 davon zu verschenken, einen zu verbacken und einen, um ihn wieder weiter zu pflegen. Und ich zeige euch, wie ihr das Ganze in nur 2 Tagen herstellt, denn diese Umrührzeiten sind eigentlich tatsächlich unnötig. Das ist wie beim Lievito Madre. Das Originalrezept dauert 21 Tage. Ich habe euch ja kürzlich gezeigt, wie ihr das in 5 Tagen hinbekommt. Das Video verlinke ich euch auch nochmal oben rechts unter dem i. So, nach diesen 12 Stunden habe ich den Teig jetzt hier mit Zucker, Mehl und Milch gefüttert. Die Veganer unter euch können selbstverständlich auch Pflanzenmilch verwenden und dann das Ganze vorsichtig umrühren. Ich weiß noch in den Anleitungen von früher, aber auch heutzutage, ich habe da mal ein bisschen recherchiert, wird davor gewarnt, Metall zu verwenden. Das ist totaler Quatsch. Es gibt Metall tatsächlich, das ist nicht so gut, aber wenn ihr ganz normal Edelstahl verwendet oder jetzt hier auch diesen Metallschneebesen, dann passiert dem Sauerteig nichts. Weder dem normalen Sauerteig noch unserem süßen Hermann hier. Das ist einfach ein Mythos. Es gibt Zeiten, wo Metall nicht behandelt war, also wo wirklich dann Metall dann quasi in den Teig gelangt ist. Diese Zeiten sind aber tatsächlich vorbei, wenn ihr ganz normal so eine Edelstahlschüssel oder irgendwie was verwendet. Das funktioniert super und könnt ihr auch benutzen. Ich verwende tatsächlich Glas, einfach deswegen, weil ich bei solchen Sauerteigen dann einfach besser nachvollziehen kann, wie sich die Teige entwickeln. Das ist einfach meine persönliche Meinung. Ihr könnt das auch in einer Tupperschüssel oder in einer Holzschüssel machen. Das ist wirklich vollkommen egal. Den Hermann interessiert das nicht. Der bekommt hier so viel Futter durch das Mehl und den Zucker. Der ist damit beschäftigt, sich zu vermehren und hier ordentlich Leistung zu bringen. Aber das zeige ich euch gleich. Also ich war wirklich überrascht. Ich erinnere mich noch bruchstückhaft an den Hermann aus meiner Kindheit. Ich fand das toll. Wir haben immer einen Kasten Kuchen damit gebacken, Schokostreusel eventuell noch dazu und das war's. Aber irgendwann hatte meine Mutter mal genug und dann hatten wir dann keinen mehr. Für mich sehr schade. Ich hatte keine Haustiere und das war für mich quasi so eine Alternative. So und also bis auf einen Wellensittich. Aber den zähle ich gar nicht dazu. Das war irgendwie, es waren andere Zeiten. So, also den Teig, den ich jetzt fertig gerührt habe am Abend, den fülle ich jetzt mal um. Und ich bin davon ausgegangen, dieses 1 Liter Einmachglas reicht aus, um dann am nächsten Morgen die Küche so vorzufinden. Das ist der absolute Wahnsinn. Also der Zucker bewirkt nochmal, dass dieser süße Sauerteig wirklich, ja, explodiert.
Ich habe die Küche dann sauber gemacht und das dann noch mal eben umgefüllt. Also, so gut es ging, habe ich das jetzt gerettet. Als ich das umgefüllt habe, habe ich das Glas noch mal mit so einem Küchenkrepp gehalten, damit mir das nicht aus den Händen rutscht. Das war einfach wirklich total glitschig. Und dann müssen wir ihn natürlich gleich füttern, denn der hat ja wirklich gute Arbeit geleistet. Und dann kommen jetzt wieder Zucker und Mehl hinzu. Ihr hattet euch den Hermann mit Dinkelmehl gewünscht, also habe ich 630er Dinkelmehl verwendet. Ihr könnt das Ganze auch mit Weizenmehl 405er oder 550er machen. Es gibt sogar die Hinweise, dass man das eigentlich mit Roggenmehl macht. Da bin ich mir tatsächlich nicht sicher, ob ich einen Kuchen mit Roggenmehl machen würde. Da bin ich ein bisschen skeptisch. Ich kann mir aber tatsächlich vorstellen, dass glutenfreie Mehle gehen, so ein Pseudogetreide, Reismehl und so weiter. Das klappt mit Sicherheit auch. Falls ihr ein anderes Mehl mal ausprobiert, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare und auch unbedingt in die Kommentare schreiben, wie sind eure Erinnerungen an Hermann den Teig, wenn ihr ihn kennt, und auch wenn ihr ihn nicht kennt, schreibt es mir gerne mal rein. Ich weiß zum Beispiel, eines meiner Mitglieder ist gefühlt traumatisiert, weil es dann monatelang nur diesen Kuchen gegeben hat. Und das finde ich total witzig, weil ich habe wirklich nur positive Erinnerungen daran und war dann eher traurig, dass es den dann nicht mehr gegeben hat. Und habe dann im Internet gesehen, dass es wahnsinnig viele Rezepte dazu gibt. Und ich werde mich da ein bisschen anschließen. Ich habe da so ein Rezept kreiert. Das erste, was ich euch zeigen werde, ist ein köstlicher Nusskuchen. Und wenn ihr da auch noch mal Rezeptwünsche habt, woran ihr euch erinnert, dann lasst es mich gerne wissen. Als nächstes werde ich einen schön mit Äpfeln machen und dann werde ich natürlich verschiedene Varianten. Also ich habe da schon so ein paar Ideen. Lasst euch da überraschen. Ich werde vielleicht sogar eine ganze Hermann-Playlist vielleicht anlegen, weil tatsächlich das Ergebnis später im Kuchen einfach fantastisch war. Also ich war total überrascht und ich kann mich da auch gar nicht mehr so daran erinnern, wie gut das geschmeckt hat. Aber das Ergebnis, was ich jetzt mit dem ersten Kuchen gemacht habe, das war bombastisch. Ehrlich. Also ich kann es euch nur empfehlen, das auszuprobieren. Der Aufwand lohnt sich. Wobei Aufwand ist es ja nicht. Statt 10 Tage nur 2 Tage und ihr müsst quasi nur morgens und abends eben was machen. So, also wir haben ja jetzt hier quasi den dritten Schritt, die zweite Fütterung nach der Herstellung. Ich schaue, dass der so klümpchenfrei wie möglich ist. So. Und ich habe jetzt auch wirklich eine größere Schüssel genommen und das ist 2,3 oder 2,7 Liter. Ich weiß das jetzt gerade gar nicht. Und die hat dann zum Schluss tatsächlich ausgereicht. Da ist nichts übergelaufen. Und hier ist dann das Ergebnis. Das hat dann diesmal keine 12 Stunden mehr gedauert, sondern es kann durchaus sein, dass der innerhalb von 6 Stunden so durchzogen von Bläschen ist, wie das hier jetzt der Fall ist. Ich zeige euch das nochmal. So sollte er am Schluss aussehen und dann könnt ihr direkt damit backen. Das Rezept verlinke ich euch und hier sind auch noch weitere leckere und spannende Videos für euch. Ich wünsche euch viel Spaß beim Anschauen und ich bin bald wieder zurück. Eure Emma.